Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch herzlich ein, mit mir diese zünftige Kinderjacke zu häkeln. Ihr könnt sie in 3 Größen nachhäkeln, und zwar von ca. 4,5 bis ca. 6,5 Jahren, also ideal für das neue Schul- bzw. Kindergartenjahr im Herbst. Ihr könnt sie natürlich für Buben und für Mädchen nachhäkeln, und ich wünsche euch viel Freude damit. Für diese Kinderjacke nehme ich von Lana Grossa die Gomitolo Bene. So ein Knäuel hat 200 Gramm und ca. 700 Meter Lauflänge, und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich häkle diese Jacke in der Größe 122. Die Angaben für die kleineren Größen schreibe ich euch unten hin. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle zunächst 2 Luftmaschen, dann drehe ich mir die erste Luftmasche ein bisschen um, sodass ich hier beide Fäden erwische, steche mit der Nadel ein, hole den Faden durch, Masche eine, Masche ab und dann die restlichen 2. Dann steche ich wieder in diesen Querfaden hier unten ein, hole den Faden durch, Masche eine, Masche ab und dann die restlichen beiden. Und wieder hier unten in den Querfaden, der horizontal verläuft, einstechen, den Faden durchholen, zuerst eine Masche abmaschen und dann die restlichen 2. Das heißt, wir häkeln zuerst sozusagen eine Luftmasche und dann die feste Masche. Und das Ganze mache ich für die Größe 122, bis ich ca. 38 cm habe. Wir brauchen eine gerade Maschenzahl, und gezählt werden die Maschen hier, wo wir schöne Maschen haben. Also wie gesagt, es braucht keine bestimmte Maschenzahl, sie muss nur gerade sein. Und für die anderen Größen schreibe ich euch die Zentimeter unten hin. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 38 cm in diesem elastischen Anschlag jetzt gehäkelt. Bei mir sind das 56 feste Maschen, aber die Zahl kann bei euch auch anders sein. Und jetzt drehen wir uns das Ganze um und hier häkeln wir weiter, wo die schönen Maschen sind. Und ich beginne mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Einstichstelle ein halbes Stäbchen und häkle in jede Masche, die kommt, ein halbes Stäbchen. Also bei mir 56 halbe Stäbchen, und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 56 halbe Stäbchen gemacht und wende die Arbeit wieder und beginne wieder mit einer Luftmasche und gleich ins erste halbe Stäbchen
ein halbes Stäbchen und das mache ich wieder die ganze Reihe so und ganz am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und ganz zum Schluss müsst ihr schauen, wenn ihr das Häkelteil ein ganz bisschen kippt, dann seht ihr die allerletzte Masche, die zu behäkeln ist. Die dürfen wir nicht vergessen, damit die Maschenzahl immer unverändert bleibt. Und wir wenden wieder und jetzt kommt eine andere Reihe dazwischen, die beginnt mit 3 Luftmaschen und diese 3 Luftmaschen zählen als ein Stäbchen. Das heißt, diese erste Masche ist hier schon besetzt. Und in die nächsten beiden häkeln wir, und zwar zunächst lassen wir eine aus und in die zweite, die kommt, häkeln wir ein Stäbchen und dann häkeln wir ein Stäbchen in die erste Masche, in die, die wir ausgelassen haben. Wir lassen also eine aus, häkeln ein Stäbchen in die zweite Masche, die kommt, und häkeln dann ein Stäbchen in die Masche, die wir ausgelassen haben. So erhalten wir überkreuzte Stäbchen, am Anfang ein Begrenzungsstäbchen. Eine auslassen, ein Stäbchen häkeln und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Das sieht jetzt so aus und am Ende muss eine Masche noch übrig sein und da kommt ein Stäbchen hinein und auch hier wieder ein bisschen kippen, damit ihr die Masche erwischt. Und dann wenden wir die Arbeit und jetzt beginne ich wieder mit einer Luftmasche und mache gleich über diesem Stäbchen ein halbes Stäbchen und dann in jede Masche ein halbes Stäbchen und es muss wieder dieselbe Zahl herauskommen wie hier unten, also bei mir wieder 56 und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich habe wieder 56 halbe Stäbchen gehäkelt, also bei mir sind es 56, bei euch kann das anders sein und jetzt wende ich wieder und ich häkle jetzt 2 Reihen halbe Stäbchen noch dazu, so dass wir dann insgesamt ab dieser Reihe mit den Stäbchen 3 Reihen halbe Stäbchen haben. Und wie gesagt, die Anzahl muss immer unverändert bleiben. Und wenn ihr diese 2 Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt nach den Stäbchen 3 Reihen halbe Stäbchen gemacht und jetzt folgt wieder diese Reihe mit den überkreuzten Stäbchen, die ist genau gleich wie die hier unten und dann immer abwechselnd wieder 3 Reihen halbe Stäbchen, eine Reihe überkreuzte Stäbchen und so weiter und das Ganze mache ich bis zu einer Höhe von ca. 32 bis 33 cm und dann sehen wir uns wieder. Bis bald.
Willkommen zurück. Ich habe jetzt circa 32 cm erreicht und jetzt häkle ich noch 6 bis 7 cm nur in halben Stäbchen weiter. Ich beginne mal mit der Reihe. Ich befinde mich auf der Vorderseite, das seht ihr daran, wenn der Faden rechts hängt, seid ihr auf der Vorderseite. Und ich beginne mal diese Reihe mit ein paar halben Stäbchen und markiere dann die Vorreihe mit einem Maschenmarkierer. Das brauchen wir später dann für die Vorderteile, dass wir wissen, wo die Passe beginnt, beziehungsweise der Halsausschnitt. Und wie gesagt, ich häkle jetzt noch ungefähr 6 bis 7 cm in halben Stäbchen weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ab dem Maschenmarkierer noch circa 6,5 cm hochgehäkelt. Also es sollte bei der kleineren Größe circa 6 cm sein und bei der größeren circa 7 cm. Aber auf einen halben Zentimeter mehr oder weniger kommt es hier nicht an. Also zwischen 6 und 7 Zentimetern braucht ihr. Und ich habe mit einer Rückreihe geendet. Ich habe das Stück nur in halben Stäbchen gehäkelt. Den Maschenmarkierer unbedingt drin lassen, den brauchen wir für die Vorderteile dann noch, um zu sehen, dass die Vorderteile genau gleich hoch werden. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und dass es eine Rückreihe ist, seht ihr daran, dass beide Fäden auf der rechten Seite hängen. Und jetzt, ich hatte ja beim Rückenteil eine Maschenanzahl von 56 und für das Vorderteil nehme ich die Hälfte. Ansonsten funktioniert es genau gleich. Bei mir sind das dann also 28. Sollte das bei euch eine ungerade Zahl sein, also zum Beispiel 27 oder 29, dann rundet ihr auf die nächste gerade Zahl auf. Also einfach eine Masche mehr dann als die Hälfte. Ich beginne wieder mit dem elastischen Anschlag, genau wie beim Rückenteil. Und wie gesagt, ich mache jetzt die Hälfte der Maschen wie beim Rückenteil. Und es muss eine gerade Zahl sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Komme zurück. Ich habe die Hälfte der Maschen angeschlagen. Bei mir sind es 28. Und jetzt mache ich genau dasselbe wie beim Rückenteil. Haar genau gleich bis zum Maschenmarkierer. Also einfach über diese halbe Maschenanzahl genau dasselbe machen wie beim Rückenteil bis zu dieser Reihe hier, wo der Maschenmarkierer drin ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe das erste Vorderteil hochgehäkelt und zwar genau gleich wie das Rückenteil bis zum Maschenmarkierer, also ganz genau gleich viele Reihen bis hierher. Das Ganze kommt dann so zusammen später. Und das bedeutet, da wir jetzt das rechte Vorderteil machen, wir machen hier den Halsausschnitt
Und dazu häkle ich jetzt ebenfalls nur in halben Stäbchen weiter. Und die Reihe, die jetzt folgt, da häkle ich jetzt halbe Stäbchen bis 4 Maschen vor Schluss. Das bedeutet, die letzten 4 halben Stäbchen der Vorreihe lasse ich unbehäkelt. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 4 halbe Stäbchen unbehäkelt gelassen. 1, 2, 3, 4. Auch das allerletzte hier nicht vergessen mitzuzählen. Und jetzt wende ich die Arbeit. Häkle zunächst eine Luftmasche und häkle dann gleich in die erste Einstichstelle hier eine Kettmasche. Das war die Nummer 1, eine Kettmasche ins nächste, Nummer 2, eine Kettmasche in die nächste Masche, 3 Kettmaschen sind das und ab hier häkle ich jetzt wieder halbe Stäbchen. Dazu häkle ich aber zuerst noch eine Kettmasche in diese 4. Masche, häkle dann eine Luftmasche und starte in derselben Masche wieder mit den halben Stäbchen. Das heißt, wir haben 3 Maschen abgenommen. Zunächst 3 Kettmaschen und die 4. ist, damit wir in der richtigen Masche wieder beginnen mit den halben Stäbchen. Aber abgenommen haben wir nur 3. Und jetzt häkle ich die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt, wende wieder und häkle jetzt wieder zurück bis zum Ausschnitt. Und zwar lasse ich die letzten beiden Maschenköpfe unbehäkelt und dort sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten beiden Maschen unbehäkelt gelassen und wende die Arbeit wieder. Häkle wieder eine Luftmasche und gleich in die erste Masche eine Kettmasche und dann noch eine zweite Kettmasche in die nächste Masche und hier beginne ich wieder mit halben Stäbchen und das bedeutet, wir haben jetzt hier 4, 3, 2, eine Masche abgenommen. Und ich häkle die Reihe wieder zu Ende und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und das letzte Stück, das noch fehlt, häkeln wir gerade hoch und ihr müsst unbedingt darauf achten, dass es genau gleich viele Reihen sind. Also zum Beispiel ab dem Maschenmarkierer zählen und hier ab dem Ausschnitt oder ihr zählt von hier, aber wichtig ist, dass auf beiden Seiten gleich viele Reihen sind. Das Ganze kommt dann ja so zusammen. Ich zeige euch das noch einmal. Es kommt so zusammen und wie gesagt, die letzten paar Reihen gerade hochhäkeln und dann könnt ihr das zweite Vorderteil wieder genau gleich machen wie das erste, wieder bis zum Maschenmarkierer und dann machen wir den Ausschnitt auf der anderen Seite und das machen wir gemeinsam. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe das linke Vorderteil ebenfalls gleich hochgehäkelt bis zum Ausschnitt hinauf. Und jetzt brauchen wir ja den Ausschnitt auf dieser Seite hier.
Und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle gleich in die erste Masche eine Kettmasche und in die zweite ebenfalls und in die dritte und in die vierte und dann ab der fünften hier häkle ich wieder halbe Stäbchen, aber dazu zunächst noch einmal eine Kettmasche, dann eine Luftmasche und in dieselbe Einstichstelle kommt das erste halbe Stäbchen. Somit haben wir hier 4 Maschen abgenommen und ich häkle die Reihe hinüber und wieder zurück bis 3 Maschen vor Schluss. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich lasse die letzten 3 Maschenköpfe unbehäkelt, wende die Arbeit, häkle eine Luftmasche und gleich in die erste Masche eine Kettmasche, dann in die nächste Masche eine Kettmasche und dann noch eine in die dritte Masche und ab hier kommen wieder halbe Stäbchen. Zunächst eine Luftmasche und in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen. Somit haben wir bis jetzt einmal 4, einmal 3 und einmal 2 Maschen abgenommen und ich häkle die Reihe wieder hinüber und wieder zurück zum Ausschnitt bis eine Masche vor Schluss, also bis hierher wieder. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich lasse das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt hier beim Ausschnitt, wende die Arbeit wieder und häkle jetzt noch die fehlenden Reihen hoch, genauso wie beim anderen Vorderteil. Und achtet darauf, dass es wirklich gleich viele Reihen sind. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Vorderteile fertiggestellt. Den Maschenmarkierer vom Rückenteil brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. Den gebe ich jetzt heraus. Und ich lege jetzt das Rückenteil mit der rechten Seite nach oben. Das heißt, dass beide Fäden rechts hängen. Und die Vorderteile mit der schönen Seite nach innen. Das heißt, dass die Fäden links hängen. Bei beiden Teilen hängen die Fäden links. So ist die schöne Seite jetzt innen. Und dann klemme ich mir das ein bisschen zusammen hier. Und jetzt steche ich immer von außen nach innen arbeiten, also wir beginnen immer außen, schließen diese Schulternaht, dann drehen wir das Ganze um und machen dasselbe wieder von außen nach innen. Eine Schulternaht mache ich mit euch gemeinsam und dazu steche ich ganz am Rand ins äußerste halbe Stäbchen ein, durch beide Teile durch. Hole den Faden durch, verknote ihn, die beiden Fäden, die hier hängen, nehme ich mit nach hinten, ich steche noch einmal durch dieselben Lücken durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche
und in dieselbe Einstichstelle noch einmal einstechen durch beide Teile durch, den Faden durchholen und eine feste Masche häkeln. Und dann häkle ich Masche für Masche die beiden Teile zusammen und wie gesagt, die beiden Fäden häkle ich gleich mit ein und das mache ich, bis ich beim Ausschnitt ankomme und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Ausschnitt angekommen, habe bis zum letzten Maschenkopf feste Maschen gemacht, von hinten sieht das so aus und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und dann wie gesagt das Ganze umdrehen und genau das gleiche noch einmal machen und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und jetzt häkeln wir zunächst die Ärmel dran und dazu sind kleine Vorbereitungen notwendig. Die zeige ich euch gleich, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Teil auseinandergeklappt auf der schönen Seite. Und ich würde für alle drei Größen von der Schulternaht weg 17 cm hinunter messen. Und in der Reihe, bei mir ist es jetzt eine von diesen drei halben Stäbchenreihen, hier habe ich einen Maschenmarkierer angebracht. Die anderen Zahlen, also Maße, schreibe ich euch unten hin und auf der anderen Seite habe ich ebenfalls diese 17 cm hinunter gemessen und geschaut, dass genau in derselben Reihe wie hier, also auch in dieser mittleren Reihe dieser drei halben Stäbchen, bei euch kann das auch anders sein, wichtig ist, dass es auf beiden Teilen dieselbe Reihe ist und das gleiche könnt ihr dann gleich schon auf der anderen Seite machen, dieselbe Reihe markieren wie auf dieser Seite, dann wisst ihr beim zweiten Ärmel auch genau, wo ihr starten müsst. Und dann häkle ich die Ärmel hier direkt dran und dazu nehme ich mir den Maschenmarkierer heraus, denn genau in dieser Reihe starte ich und höre auch in der Reihe mit dem Maschenmarkierer drin auf. Und ich hole hier eingestochen, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und noch einmal in dieselbe Einstichstelle und häkle ein halbes Stäbchen. Und dann würde ich das so machen, schaut, dass es möglichst flach wird. Also hier, wo die Stäbchen sind, da würde ich immer 2 feste Maschen hinein machen. Und hier bei den Stegen, das sind 3 halbe Stäbchen, da würde ich 4 bis 5 halbe Stäbchen hineinhäkeln. Und ganz wichtig ist, es müssen auf beiden Seiten der Naht gleich viele sein. Drum besser geht es, wenn man es so abschnittsweise macht. Also ich habe jetzt hier mit 2 begonnen, dann 2 ums Stäbchen herum, dann 5 bis zur nächsten Stäbchenreihe. Hier mache ich wieder 2
und dann kommt dieses Stück bis zur Schulter und da schaut ihr, dass die Maschen ungefähr gleich viel Platz immer haben. Nicht zu viele machen und auch nicht zu wenige. Und auch diese Zahl dann auf der anderen Seite genau gleich machen. Ich häkle jetzt mal bis zur Schulternaht und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt bis zur Schulternaht 25 halbe Stäbchen gemacht. Die Anzahl ist nicht so wichtig, die kann bei euch auch anders sein. Wichtig ist, dass jetzt eine Masche in die Naht hineinkommt, direkt in die Naht und dann auf der anderen Seite bis zur Klammer hier genau wieder 25, also bei mir 25 beziehungsweise dieselbe Zahl, die ihr hier hattet. Diese eine Masche nicht mitgezählt. Also ich habe hier 25, eine in der Naht und noch einmal 25 auf der anderen Seite, sodass ich auf jeden Fall auf eine ungerade Maschenzahl komme. Insgesamt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 51 Maschen. Bei euch kann das ein bisschen anders sein. Wichtig ist, es soll eine ungerade Zahl sein und ihr solltet euch diese Maschenzahl notieren, damit ihr beim anderen Ärmel wieder wisst, wie viele Maschen ihr aufgenommen habt. Und jetzt wenden wir die Arbeit und ich beginne immer jede Reihe mit gleich im ersten Maschenkopf, also die Reihen mit den halben Stäbchen. Im ersten Maschenkopf kommt gleich ein halbes Stäbchen hinein und am Ende der Reihe, da nehmen wir ab und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lasse ich einfach den letzten Maschenkopf unbehäkelt, sodass wir in jeder Reihe eine Masche weniger haben. Und ich wende wieder und jetzt kommt noch eine Reihe halbe Stäbchen. Wie gesagt, am Anfang ganz normal immer den ersten Maschenkopf behäkeln, da wird nicht abgenommen, sondern immer am Ende der Reihe nehme ich ab und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch hier lasse ich den letzten Maschenkopf unbehäkelt, wende die Arbeit und jetzt mache ich die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen und beginne mit 3 Luftmaschen und häkle ganz normal bis zum Ende der Reihe hinüber und auch hier sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende verbleiben 2 Maschenköpfe und in den vorletzten häkeln wir unser Begrenzungsstäbchen und den letzten lassen wir wieder unbehäkelt und wenden die Arbeit. Und ich beginne wieder mit einer Luftmasche und gleich im ersten Maschenkopf mit den halben Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder und dann erkläre ich euch, wie ihr den Ärmel hinunterhäkeln könnt. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und hier lasse ich einfach das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe unbehäkelt. Und jetzt macht ihr genauso weiter, in derselben Musterfolge wie bei den anderen Teilen
bis zu einer Länge bei der Größe 122 von ca. 32 bis 33 cm und achtet darauf, wenn der Ärmel nur noch ungefähr 14 bis 15 cm breit ist, dann solltet ihr mit dem Abnehmen aufhören und das letzte Stück gerade hinunterhäkeln. Und ich mache jetzt einmal diese 32 cm und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe meinen Ärmel hinuntergehäkelt. Er hat jetzt ungefähr 33 cm Länge, also lieber einen halben Zentimeter mehr als weniger. Und von der Musterfolge her wäre es sich hier nicht gut ausgegangen. Dann hätte ich mit dieser überkreuzten Reihe enden müssen. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich hier zunächst diese 3 reihenhalbe Stäbchen gemacht und um auf das Maß zu kommen, noch 2 reihenhalbe Stäbchen dazu und das letzte Stück hier habe ich gerade hinuntergehäkelt, weil der Ärmel nicht mehr schmäler werden sollte. Und ich habe mit einer Hinreihe geendet, also hier wo die schöne Seite ist, schöne Seite oben. Und jetzt häkle ich eine Abschlussreihe. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle jetzt praktisch rückwärts in diese allererste Masche, steche ich rückwärts ein, hole den Faden durch und masche die 2 Fäden ab, steche in die nächste Masche ein, hole den Faden durch, masche die 2 Fäden ab und wir häkeln praktisch feste Maschen rückwärts, die heißen Krebsmaschen und es gibt so einen schönen trachtigen Rand, also einfach immer rückwärts in die nächste Masche einstechen, den Faden durchholen und die beiden Fäden abmaschen und den Faden ein bisschen heraufholen, bevor ihr abmascht, damit das nicht so ganz klitzekleine Maschen werden. Und das mache ich die ganze Kante entlang und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe Krebsmaschen gemacht, so weit herüber wie irgend möglich. Ich bin auf der schönen Seite, das seht ihr hier an der Schulternaht und an dem Ärmel, also hauptsächlich an der Schulternaht sieht man es. Und jetzt klappe ich mir das Ganze zusammen, so dass die weniger schöne Seite jetzt außen ist. Wichtig ist hier beim Ärmel, also unter dem Arm, das Ganze ein bisschen fixieren. Und hier ebenfalls. Und hier kann man gut schauen, da wo die überkreuzten Stäbchen sind, dass die Reihen genau übereinander passen. Das ist ganz wichtig. Und auch hier beim Ärmel ein bisschen fixieren das Ganze, dann geht es wesentlich einfacher, um das Ganze hinzukriegen. Also auch hier schauen, dass die Reihen übereinander stimmen. Und dann häkle ich jetzt die Naht in einem durch, genauso wie bei der Schulternaht. Ich steche durch beide Teile durch, hole den Faden durch, hole ihn auch durch diese Schlaufe hier durch und dann steche ich noch einmal durch beide Teile durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und dann häkle ich die Teile schön mit festen Maschen zusammen. Macht nicht zu viele, das wälzt sich sonst, und macht auch nicht zu wenige, sonst zieht es sich zusammen.
Und wie gesagt, achtet darauf, dass immer die Reihen genau zusammenstimmen, sonst wird das nicht schön. Und jetzt können wir in einem durch diese Naht schließen und dann können wir genau gleich den zweiten Ärmel dran häkeln und ebenfalls die Naht schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe beide Ärmel fertiggestellt und jetzt machen wir die Abschlusskante rund um die Jacke herum und den Kragen. Und dazu lege ich mir die Jacke so hin, dass ich hier die untere Kante habe und ich schlinge bei einer Seitennaht, schlinge ich neu an. In eine Masche hier steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann steche ich noch einmal in dieselbe Masche ein und häkle ein halbes Stäbchen. Den Faden häkle ich gleich mit ein und ihr seht hier die Einstichstellen. Ihr müsst nicht hier in diese kleinen einzelnen Maschen einstechen, sondern einfach in diese größeren Einstichstellen. Und da mache ich in jede ein halbes Stäbchen und das mache ich, bis wir zur Ecke kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und an der Ecke mache ich 3 halbe Stäbchen in eine Einstichstelle, möglichst an der Ecke. 2, 3. Jetzt kommt die vordere Kante dran und hier würde ich es so machen. Wir haben hier immer 3 Reihen halbe Stäbchen und die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen, dass ihr hier schaut, also zum Beispiel 3 oder 4 über diese 3 Reihen halbe Stäbchen, ich würde sagen 4 halbe Stäbchen und dann 2 um das Stäbchen herum und dann wieder über diesen Abschnitt 4 halbe Stäbchen und das mache ich bis zum Halsrand hinauf und diese Zahl, die dabei herauskommt, die solltet ihr euch notieren für die zweite vordere Kante, damit die Zahl gleich ist auf beiden Seiten. Und wir sehen uns oben am Halsrand wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beim Halsrand oben angekommen und bei mir haben sich zum Beispiel 50 solche halben Stäbchen ergeben und diese Zahl habe ich mir aufgeschrieben. Und jetzt in die Ecke wieder, möglichst in die Ecke, 3 in eine Masche, damit wir gut um die Ecke kommen. Und jetzt kommt dieses halbrunde Stück und hier müsst ihr ebenfalls schauen, wie viele Maschen sich von hier bis zur Naht ergeben und auch diese Zahl sich notieren, damit ihr auf der anderen Seite gleich viele halbe Stäbchen habt. Und ihr müsst hier schauen, dass es eine
dass es sich nicht wellt, also nicht zu viele machen. Möglichst flach sollte das Ganze werden und auch nicht zu wenige, sonst gibt es Löcher. Also ein bisschen mit Gefühl schauen, dass es eine schöne Abschlusskante wird und dass sie möglichst flach ist. Und das mache ich jetzt bis zur Schulternaht hinauf und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt hier 18 halbe Stäbchen gemacht und auch diese Zahl schreibe ich mir auf. Die Eckmaschen zähle ich dabei nicht mit, also diese Dreiergrüppchen zähle ich nicht mit. 18 habe ich hier gemacht, bei euch kann das natürlich auch anders sein. Hier bei der Halskante, bei der rückwärtigen ist es eigentlich klar. Da häkeln wir in jede Einstichstelle ein halbes Stäbchen hinein und dann, wie gesagt, die zweite halbrunde Kante gleich viel wie hier und bei der anderen vorderen Kante gleich viel wie auf der anderen Seite. Und wir sehen uns unten am Ende des Vorderteils nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei mir sieht das Ganze im Moment so aus. Immer an den Ecken dran denken. 3 in eine Masche. Auch hier unten, wo ich jetzt bin, habe ich 3 in eine Masche in die Ecke gemacht. Und jetzt häkeln wir die untere Kante wieder hinüber. Und wir sehen uns beim Schließen der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde, häkle wieder eine Luftmasche und gleich in die erste Masche ein halbes Stäbchen und häkle wieder bis zur Ecke. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Hier seht ihr die 3 in eine Masche. In die erste häkle ich ganz normal ein halbes Stäbchen und in die mittlere wieder 3 in eine Masche. Also die Masche, die direkt an der Ecke liegt. Und dann wieder ganz normal halbes Stäbchen bis zur nächsten Ecke. Das Ganze sieht dann so aus. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen. Hier seht ihr wieder die 3 in einer Masche, unten sieht man es am besten und der Maschenkopf ist immer rechts davon. Und die erste behäkle ich ganz normal und in die Eckmasche kommen wieder 3 in eine Masche. Und jetzt beim Halsausschnitt werde ich ihr ein bisschen etwas abnehmen, damit er schön anliegend wird. Und zwar mache ich es so, ich häkle jetzt 9 halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. 3. Willkommen zurück, ich habe 9 halbe Stäbchen gemacht und jetzt mache ich 2 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen. Dazu hole ich einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, hole den Faden durch,
und dann mache ich keinen Umschlag, steche in die nächstfolgende Masche ein, hole den Faden durch, dann haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und in der nächsten Reihe ist das dann nur noch eine Masche. Wir haben also eine Masche abgenommen. Jetzt häkle ich wieder 9 halbe Stäbchen und dann zeige ich euch das noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder 9 halbe Stäbchen gemacht und mache wieder 2 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen. Zuerst ein Umschlag in die erste Masche einstehenden Faden durchholen und dann kein Umschlag in die nächste Masche einstehenden Faden durchholen. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Und das mache ich jetzt noch ein paar Mal, bis wir zur nächsten Ecke kommen. Und da sehen wir uns wieder. Also immer 9 halbe Stäbchen und dann eine abnehmen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am anderen Ende des Halsausschnittes angekommen und habe die Abnahmen so oft gemacht, wie es sich ausgegangen ist. Es muss sich nicht genau ausgehen. Aber wenn die letzte zum Beispiel hier wäre, würde ich dann keine mehr machen. Und jetzt habe ich für die Knopflöcher, für die Bubenjacke auf der linken Seite jeweils Klammern angebracht. Und zwar habe ich mit der Klammer immer 2 Maschen zugedeckt. Dann habe ich 12 halbe Stäbchen hinuntergezählt, wieder 2 Maschen zugedeckt. Die Anzahl kann bei euch natürlich auch anders sein. Dann wieder 12 Maschen gezählt, 2 zugedeckt. Das Ganze habe ich 4 Mal gemacht. Bei der Mädchenvariante macht ihr einfach diese Runde normal zu Ende und macht dann die Einteilung auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass ein Knopfloch möglichst oben am Rand ist. Also immer von oben nach unten mit der Einteilung beginnen und nicht umgekehrt. Diese Klammer kann ich jetzt schon herausnehmen und jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschenköpfe, häkle 12 halbe Stäbchen. Die Anzahl kann wie gesagt bei euch anders sein, aber es ist wichtig, dass es immer dieselbe Zahl ist und ich würde auf jeden Fall immer mitzählen. Also bei mir sind es 12 bis zum nächsten Knopfloch und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch hier, die Klammer habe ich schon entfernt. Ich habe jetzt 12 halbe Stäbchen gemacht. Mache wieder 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle wieder 12 halbe Stäbchen bis zum nächsten Knopfloch. Und so mache ich das bei allen Knopflöchern und dann häkle ich die Runde zu Ende und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde und jetzt machen wir das so. Ich häkle wieder rundherum. Beim Halsausschnitt müsst ihr schauen, am besten eine Anprobe machen, ob es noch einmal Abnahmen braucht und wenn ja, dann könnt ihr das genau gleich machen wie in der vorherigen Runde und ich häkle jetzt mal rundherum, bis ich zum ersten Knopfloch komme. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Knopfloch angekommen und es ist ganz wichtig,
dass ihr hier auch dieses allerletzte halbe Stäbchen, da hängt der Kopf schon ein bisschen in das Knopfloch hinein, aber unbedingt hier noch ein halbes Stäbchen hinein machen, dann 2 in die Lücke und das machen wir wieder bei allen Knopflöchern so und dann am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Die Mädchenvariante braucht natürlich noch eine Reihe mehr, damit die Knopflöcher überhäkelt sind. Für die Jungs mache ich jetzt noch eine Abschlussreihe und die mache ich gleich, wie ich sie bei den Ärmeln gemacht habe, nämlich mit Krebsmaschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle wieder rückwärts feste Maschen. Einmal rundherum. Bei den Ecken müsst ihr schauen, eventuell mehrfach in eine Einstichstelle einstehen, damit sich die Ecke auf keinen Fall aufstellt. Ich häkle mal bis zur nächsten Ecke und da schauen wir uns das an. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei der Ecke geht es sich bei mir sehr gut aus. Ich habe immer nur einmal eingestochen in jede Masche und die Ecke wird schön. Und jetzt häkle ich einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche. Schließen können wir hier nicht, sondern das müssen wir schön hinnähen, sodass man hier keinen Übergang mehr sieht. Hinten schön vernähen. Und dann heißt es nur noch Fäden vernähen, ein paar zünftige Knöpfe annähen für die Jungs. Für die Mädchen könnt ihr ja verspieltere Knöpfe nehmen und dann ist unsere Herbstjacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß beim Nachhäkeln und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.